500 Abonnenten. Wenn R&B-Sänger übertreiben. Okay, los geht's. Was geht, meine Damen und Herren, Jungs und Mädels? Willkommen zurück auf meinem Late Night Watchers YouTube-Kanal. Wir haben die 500 geknackt. Wir haben die 500 geknackt. Wir sind jetzt bei über 500, 510 oder sowas ist der aktuelle Stand. Nice, richtig brutal. Baba, endlos geil. Finde ich super kexy, schmexy. Nicht Lexi, das wolltest du jetzt nicht sagen. Finde ich sexy. Dankeschön. Danke an jeden, der neu dazugekommen ist. Danke fürs Einschalten. Und an jeden, der jetzt noch dazukommt, neu. Abo-Button, smash ihn. Und schließe dich der Late Night Watchers Army an. Wir haben hier viel Spaß. Die Videos sind gruselig, muselig. Und wir geben uns heute ein neues Video von Nukes Top 5. Und zwar heißt es, was habe ich hier stehen? Top 10 Ghost Videos so scary, it goes up to 11. Was auch immer das heißt, ich habe keine Ahnung, aber es sind 10 Geistervideos und wir starten direkt mit dem Video. Wie heißt es so schön auf unserem Kanal? Ihr wisst Bescheid. Ready, shit, go. Oh yeah. Direkt. This next video was recorded by a man named Javier from Argentina. Der Bruder ist schon mal am Joggen, nice. Javier says that he was worried about his Entweder er joggt oder er ist direkt weggelaufen. Aber das war ziemlich chillig. friend Antonio, as he hadn't heard from him in a while. So he drives over to Antonio's house to check up on his friend. Okay, gut. Javier bangs on the front door. Da fällt dieses Wort schon wieder. Er bangt auf die Front Door, auf die Vordertür. Bei mir ist Bangen was anderes. nein, okay. Komm, weiter geht's. No one answers. Gut, He er calls klopft an out der Tür. Antonio's name. Again, no answer. So Javier climbs over the wall into Antonio's backyard and goes to the back door of Das the ist house. Einbruch, Bruder. For some reason, the door is open. Fearing the worst, Javier goes inside to investigate. What happens next? Warte kurz, der Freund heißt Javier en Español und sein Freund heißt Antonio. Gut, und er ist jetzt zu ihm direkt nach Hause, springt über den Zaun. Nein, das war kein Zaun, das war eine Mauer, genau. Springt über die Mauer und findet eine offene Tür vor. Mal gucken. Sein Freund ist wahrscheinlich tot. Ich hoffe nicht, aber er ist wahrscheinlich tot. Ein Geist hat ihn bei lebendigem Leibe komplett die Hosen ausgezogen und ihm eine Wurst zwischen... Nein, komm, weiter. Is downright chilling. Okay, los geht's. Ich will... Antonio! Antonio! Hermano! Antonio! Daniel! Was ist mit seiner Tür? Wieso ist die offen? Wieso ist deine Tür offen, Bruder? Hey! Hola! ¿Dónde estás, hermano? Was sollen wir jetzt sehen? Ich sehe gar nichts. Antonio, soy yo! Ich sehe gar nichts. Javier! Die Tür, was dagegen? Du Madre. Hey! Was ist mit der Tür? War das eine Tür? War das eine Tür? Hey, loco! Hey, loco! Soy Javier, boludo! Mach die Tür auf, komm. Von einmal ein Gesicht. Oh, okay. Gut, das war nur eine Tür, die zugegangen ist. Ich habe keine Angst. Ich bin ein starker junger Hey, Mann. loco, ¿sos vos? Ya fue, boludo! Tür eintreten, Vine a ver qué Bruder. onda, ¿cómo Tür andás? eintreten. ¿Estás bien? Está bien? Che, loco, si sos vos, salí. Mach. Da klopft es zurück, Bruder. ¿Escuchan eso? Da klopft es zurück. Oh. Gänsehaut. Oh.
Oh, Mann. Okay, bitte. Ich wette, da ist niemand in diesem Raum. Ich wette, da ist einfach niemand in diesem Raum. Niemand. Antonio is gone. He's like the wind. Da, 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 da. Okay, gut. Mach die Tür auf. Okay, hält dagegen. Bruder, der Typ, dein Bruder. Javier doesn't know what is going on, and he doesn't want any part of it. He decides to just leave. Antonio ist wahrscheinlich im Zimmer und gibt ihm so richtig, tut seinen Michael Jackson. Antonio ist wahrscheinlich so im Zimmer so. Hält die Tür weg, so halt, drückt gegen die Tür und will einfach ungestört sein. Er denkt sich wahrscheinlich so, Bruder, da kommt wieder diese Javier. Ich will einmal in Ruhe meinen Michael Jackson. Oh Gott. Okay, gut, weiter. The house and call the police. But just as he's about to exit, he hears a strange sound from somewhere behind him. Was The für ein next 30 Geräusch? seconds are like something right out of a nightmare. Was für ein Geräusch hört er jetzt? Psst, psst, psst. Die Tür geht auf. Die Tür geht auf. Von einmal ein Gesicht. Von einmal hier ein Gesicht. Oh! Was war das? Did you see it? Nein, ich habe nichts The gesehen. Was door war? swings open by itself and someone or something with glowing eyes seems to peek over the upper glass of the door, 7 feet in the air. Oh Gott. Fuck. Meine Augen tränen schon wieder. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Javier has had about enough and just makes a run for it. He says that whoever or whatever Was zur Hölle bist du? What the fuck? 7 foot. Er sagt 7 foot oder 7 feet, hat er gesagt. Aber 7 Fuß. Wie hoch ist 7 Fuß? 7 Fuß? 7 Fuß in Metern. 2,1 Meter sind 7 Fuß. Der ist aber, Bruder. Na gut, kann sich auf einen Sessel stellen oder sonst irgendwas. Aber trotzdem, Mann, das ist creepy. Das ist creepy, oder? this was, it certainly was not his friend Antonio. After calling the police over to the residence, Javier learns that his friend has tragically passed away inside the house, just behind that door that he couldn't open. Oh, Mann. Oh, was los, Mann? Das fängt schon wieder creepy an. Gut, er hat die Polizei angerufen, Javier, und hat erfahren, dass sein Freund, oh Gott, dass sein Freund genau in diesem Zimmer, also in diesem Zimmer hier, sein Leben gelassen hat, verloren hat oder gestorben ist gestorben. Bruder, war das Javier? War diese Gestalt jetzt vorhin sein Freund? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, wie schnell das gehen kann von Humor, wie ich mir da auf dem Sessel meinen Michael Jackson zu Todesfall. Ah, Mann, das berührt mich. Das berührt mich. Nimmt mich gerade hart mit. Javier is so upset and confused by the whole ordeal that he just can't let it go. He decides to return to Antonio's house in search of answers. Gut, er ist zurückgekehrt. It did not go well. Nein, warte. Er geht zurück zu dem Haus, ist zu dem Haus zurückgegangen und da läuft jetzt alles schief. Wieso? Wieso sollte Antonio, falls Antonio da herumspukt jetzt, wieso sollte er Javier Angst einjagen? Also es ist ein Prank aus der Geisterwelt. Schauen wir mal. Esta es la pieza. Das ist der Raum, gut. Mierda. Hier ist er gestorben in dem Zimmer. Ist das eine tote Maus oder was? Una laucha. Wenn eine Maus aus dem Haus geht, ist es dann eine Ratte. Und wenn eine Ratte von draußen in ein Haus geht, wird sie dann zu einer Maus. Scary Movie 3. Wer es kennt, kennt's. Da un poco de escalofrío estar acá, se siente una carga un poco pesada, qué sé yo. Okay. Oh, das Licht. Oh, nein. Bruder, raus. Lauf raus. Weh. Von einmal, es kommt ein Gesicht. Oh Mann.
gleich in die Hosen. Hey. Was zur ¿Quién anda ahí? Hölle? Um die Ecke. Mierda. Da ist niemand. Und das Licht ist für den Arsch. Was? Bruder, jetzt der Vorhang. Der Vorhang direkt weg, da steht dann... Nein, keine Witze über Tote. Aber das ist das Problem an mir. Ich bin so schnell mit meinem Humor von einer Seite auf der anderen, von weißer Humor, also legaler Humor zu schwarzer Humor. Und ich mache mich dann über alles lustig. Das ist nicht gut. Aber so funktioniert mein Kopf. Und ich meine nichts Böse. Es ist einfach nur Humor. So, gut. Von einmal, es kommt so ein Gesicht. Und was ich eigentlich sagen wollte ist, Antonio steht jetzt hier mit einem Ständer. Frag mich nicht, wieso zweideutig, wieso ich immer irgendwas Sexuelles mache, irgendwelche sexuellen Anspielungen. Frag mich nicht. Das bin ich. Aber ich meine jetzt nichts böse, okay? Kein Disrespect gegenüber den Toten. Außer, das ist ein Dämon. Und verkleidet sich als sein toter Kumpel. Und nutzt es aus. Vorhang geht weg. Und man sieht seinen Michael Jackson. Okay, egal. Gut, weiter. Oh, okay. Es klopft an der Tür. 3-mal hat's geklopft. Bam, bam, bam. Hola. Nicht kommunizieren. ¿Qué mierda anda ahí, la concha de su madre? Plötzlich Javier. Hey. Gut, das ist das Tröstende. Oh nein! Nein! Mann, raus aus diesem... Raus, Mann! Raus! Was bist du da noch drinnen? And with that, Javier is done. He leaves the house, and to this day, he claims that he has no explanation for what happened inside. A house without history. Wow. Der war gut. Weiter geht's mit Nummer 9. A family living in Kansas City, Missouri are away from home one night when their Nest security camera captures something truly bizarre. Gut, Wohnzimmer so groß wie ein Haus. Was war A das? shadow-like figure about the height of a child can be seen moving from the upstairs bedroom. The figure doesn't appear to walk or run, but rather float at a high speed before it just disappears. Stimmt, das schaut ziemlich transparent aus und oder? Lass zurück, Nummer. Zurück. Oh Gott. Das schaut auch nicht so aus, als wäre es irgendwie... Das schaut transparent aus. Du kannst ja hier die Tür sehen quasi. Also das ist jetzt nicht die Tür, aber das ist der wie sagt man dazu, Mann? Was ist mit meinem Deutsch los? Das ist hier der Rahmen der Tür, oder? Ich habe keine Ahnung gerade. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist transparent, diese Figur. Was zur Hölle? Und sie ist nicht am Gehen, am Laufen, sondern am Schweben. Floaten. Sie geht mit dem Flow. Oh yeah, bro. So. Just disappears into thin air. A small childlike voice can be heard calling out, "Help." Ja, voll. The family has never experienced anything paranormal before, so they have no idea just what this could be. Das ist The house creepy. was only built 15 years ago, and they've searched online, but they can't find any strange history about the house or land. So just what is this? Let me know what you think. Das ist creepy. Das We ist need creepy. scary videos. So if you see anything that you think would be perfect for the top 5, send it to us at nukestop5
@gmail.com. Würde ich gerne, The Bruder. uninvited guest. Nummer 8. Family on Rote Island in Indonesia Der ungebetene Gast. Gut. Ist da wieder jemand am Heiraten oder was? are gathered to celebrate Happy Birthday, oder? Happy Birthday to you. Happy Birthday. Diese R&B-Sänger nicht mehr übertreiben. To you. You. a birthday when one of the guests captures something truly chilling on camera. Oh, nein. Sind das Filipinos? Oder wo? Ich habe jetzt nicht zugehört, wo das ist. Und wieso müssen wir in den... Holla! Lalalala. A strange uninvited guest can be seen looking into the window, watching the family as they celebrate. Now, without a source, we'll never know exactly what's going on here. So, tell me what you think. Bruder. Gut, man erkennt jetzt hier nichts, wenn ich stoppe. Aber warte, komm. Ey, ist das nicht creepy? Ich meine, was ist das überhaupt für ein Gesicht? Wenn du dir das Gesicht jetzt mal ansiehst, das schaut schon von der Form her ganz komisch aus. Ich kenne aber auch so Videos oder Fotos, wo man bei Feiern, Hochzeiten, Familienfotos, wo mehrere Menschen versammelt sind, wo plötzlich im Hintergrund irgendetwas erscheint, was nicht dazu zu gehören scheint. Und das ist genau sowas. Bruder. Und es ist aber draußen, außerhalb des Hauses und nicht im Haus. Was das wohl bedeuten mag. Cave Crisis. Oh, wir sind jetzt in einer Höhle. Ich weiß jetzt nicht, ob die Höhle eng ist. Oder ob sie nicht eng ist. Es ist von der Perspektive her, muss man immer schauen, ob eng gut ist oder nicht. Okay, aber in einer Höhle, in einer richtigen Höhle, bevorzuge ich es nicht eng. Ich möchte nicht sterben, ich hab Platzangst. Aber ansonsten... Alex Cantrell from the YouTube channel Underground Explorers is invited to explore a cave on his friend's ranch in Texas. Gut, er ist mit seinen The Freunden. cave is partially submerged in water, making it very difficult to enter and explore. Now, I'm going to go ahead and say that this video is not exactly anything paranormal. Also in dieser Höhle scheint es auch recht feucht zu sein. Okay, man fokussiert dich jetzt nicht. But it is very scary and 100% real. It's especially scary if you're even the slightest bit claustrophobic. Oh ja. Now, in accordance with YouTube guidelines, I want to stress, no one was seriously injured in this video. The following footage was recorded by a professional cave diver. Do not attempt to do this yourself. Ich würde das nie selbst versuchen. Alright, so, Alex is joined by a few of his friends as they begin to explore the frightfully small cave. Na, zeig mal. Alright, who's got the oxygen meter? I don't see that. Look at this. We got an oxygen meter now? So people won't be mad at me? So what all does that show? Carbon monoxide? Carbon dioxide, carbon monoxide, hydrogen sulfide, and low oxygen. Gut, die labern da irgendeinen Blödsinn. Everything. Einen lebenswichtigen Blödsinn. The Action Adventure twins here helping us out. As you guys were like, Matt, check the oxygen. Oh, danger levels, huh? Okay, das Ding da misst den Sauerstoffanteil, nehme ich mal an. Und den Sauerstoffanteil. Er hat ja jetzt richtig reingeblasen. Nein, komm, verwende nicht diese Worte, Mann. Bitte. Bitte, schau doch einfach mal das Video, ohne irgendwie zweideutig zu denken. Sorry. Aber es tut mir nicht leid. Down a little bit. Danger, danger. It's waterproof? It is, but I don't think it's gonna work too well if like the little intakes get clogged with water. It's gonna be hard to keep that thing out of the water. Ich will Geister sehen. Komm. Oh Gott, schau. Wie ekelhaft. Wait, is it beeping already? Well, see, I immediately dunked it underwater. I told you. So, I don't think this is gonna give us the accurate. Probably not our or the entire cave has bad air. It might. Was? Da war dieses Geräusch. Alter! Ich wäre hier gestorben, direkt. Auch wenn ich hier leben würde, ich wäre hier vor Platzangst gestorben. Mann. Das ist nichts für mich. Das ist absolut nichts für mich. Absolut nicht.
Allergrößten Respekt, aber trotzdem. Passageway becomes smaller and smaller. Oh Gott, es wird immer... Mann, das Video fordert mich einfach heraus. Es wird immer enger und enger. Nein, nein, diesmal nicht. Weiter. As they work their way deeper and deeper into the cave, the passageway becomes smaller and more claustrophobic. Ja. Eventually, there is barely even room to breathe above the murky water. Alter. This is when the exploration goes horribly wrong. Ab hier geht's schief. This is where we're at right now. Yeah, this is intense. I love that they're saying this is intense. Warte. That makes me feel good, because I was scared in here, and I'm like, what are these things just coming? Soll jetzt was passieren? Kommt jetzt ein Geist oder eine Hand? Oder ein Fuß? Oder ein Gesicht? Yeah. I feel like rope on my foot. Was hat er gesagt mit seinem Fuß? Water in my ears. Yeah, same. Oh man. Water in my eyes. Snorkel would be nice right about now. Yeah. I got so much water in my nose. Good times. Good times. Oh Mann. Yeah, don't look for him. Does it really go further? Oh Mann. Is he under? Oh, hell no, I'm not doing that. Fellow cave diver Jacob is struggling. Tut sich schwer. Sein Kumpel da vorne. I can just barely hear right here. So loud. Bruder, Waiting area. Jacobs Camera Footage. Okay, das ist von dem Typen, der sich gerade schwer tut. Was zur Hölle passiert da? Hängt er irgendwo fest? Are you going, Jacob? Oh, he just barely. Was ist hier los? Was passiert hier? Hängt er da fest? Oh my God! I'm coming out. Alright, we'll back it out. Back it out, come on out. Holy crap! Was ist hier los, Mann? Was passiert hier? You look like a shark guy. Did you like shove me over into the water? Ah, ich bin auf die Auflösung gespannt. Habt ihr irgendwas gesehen bis dato? Ich habe nichts gesehen, was irgendwie komisch ist, außer dass der Typ sich schwer tut. Alex's friend and fellow cave explorer Jacob is a little further ahead in a part of the cave that is so submerged that there's barely room to breathe. Ja? As he ducks under the murky water, Jacob becomes confused and panics, breathing in a mouthful of the dirty water. In a terrified frenzy, he tries to back out of the cave as fast as he can, but he slams into Alex, dragging him underwater too. Luckily, the two guys make it out safely, with only a few scratches to remind them of the terrifying incident. This video once again goes to show that sometimes people, even your own friends, can be much scarier and more... Okay, gut, ich muss an dieser Stelle mal den ein oder anderen von euch aufklären, da gab es keinen Geist zu sehen. Bei Nukes ist es so, manchmal zeigt er auch Videos, die aufklären, dass manchmal Menschen schlimmer sind als Geister. Sprich, ein Mensch kann dich erschrecken, kann dich zu Tode erschrecken, kann was auch immer machen, dass es manchmal heftiger ist, als wie einem Geist zu begegnen. So, und Nukes ist eben so ein Typ, der ballert manchmal Videos rein, um sowas zu demonstrieren. Ja, es gibt auch Videos von ihm, wo er quasi so ein Pärchen im Auto zeigt, wie sie ganz normal auf der Straße rumcruisen und plötzlich begegnen sie so einem Typen, der komplett nackt ist, weiße, glühende Augen hat, mitten in der Nacht und der läuft wie ein Junkie, so richtig sprintmäßig dem Auto hinterher, ohne zu stoppen. Und das demonstriert, Menschen sind manchmal tatsächlich schlimmer als Geister. Ja. Manchmal hat man mehr Angst vor dem, was man sieht, vor dem, was man kennt, als wie vor dem, was man nicht kennt. Und das ist in dem Fall
auch der Fall. Ich meine, diese Dudes sind einfach reingegangen in diese Höhle mit dem besten Willen, da irgendwie ein Adventure zu starten. Und der eine Typ ganz vorne hat Panik bekommen, den hier erschrocktet und Kettenreaktion. Alle haben sich erschrocken und sind alle wieder raus. So, und jetzt bitte ein Geistervideo. Danke. More dangerous than anything paranormal. And I don't know about you, but just watching them in that cramped little tunnel gave me the heebie-jeebies. Oh yeah? Now, you can watch this entire exciting cave exploration and many more over on the YouTube channel, Underground Explorers. Nein, danke. Hiding under the bed. In another creepy video Hiding under the bed. Das klingt nach einem Geist, oder? shared to TikTok without a source, a man is woken up in the middle of the night by a strange thumping sound coming from under his bed. What happens next is absolutely horrifying. Na, zeig mal. Oh Gott. Da ist aber nichts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, bitte nicht. The man looks under his bed but sees nothing that could explain the mysterious thumping. Then a horrific thing comes sliding out from under his bed, and the video cuts. Da war aber vorher nichts. Da war vorher... Was zur Hölle? Da war vorher nichts. Woher kam das Ding? Was? Now, I'm in no way claiming that this video is real, but it is definitely very creepy. Kennen wir dieses Gesicht nicht aus irgendeinem anderen Video? Dieses Gesicht kommt doch auf irgendeinem Dachboden vor. Oder? Fällt mir gerade ein. Aber es hat mich auf jeden Fall erschrocken. Ach, vielleicht wenn es fake ist, es hat mich erschrocken. War gut. War gut. And real or not, I'll leave that for you to decide. Oh. The haunted USS Salem. Seth Borden from the YouTube channel Seth and Chase, Josh from Exploring with Josh, and paranormal investigators Steve and Dylan from Haunted Nights joined together as they set out to investigate the many reports of paranormal encounters on board the historic Navy cruiser, the USS Salem. Die USS Salem, ist es ein Zweiter Weltkrieg-Kreuzer? Oder ist es ein modernerer Kreuzer? Auf jeden Fall, wenn es ein Zweiter Weltkriegskreuzer ist, ein Schlachtschiff, dann sind da definitiv Menschen draufgegangen. Und dann muss es spuken. Matrosen, was auch immer. Although the USS Salem Ja? Okay, gut, erzähl weiter. Ich dachte, hier steht die Jahreszeit. was never involved in any military combat, it was often used as an emergency relief ship and gave medical aid to horribly injured victims. Okay, also das hat quasi nicht Medizin, als eine Art Spitalsschiff, Lazarettschiff, medizinisches Versorgungsschiff, würde ich mal sagen, wo man Patienten, Patienten sind es dann nicht, Soldaten, die im Krieg sich verwundet haben, wo man ihnen quasi medizinische Hilfe hat zukommen lassen. Und da sind dann definitiv welche Leute gestorben. Also nicht Leute, ich sage immer Leute, Soldaten. Gut. Both civilians and Navy crewmen. Oh, it auch is said that Zivilisten. up to 400 people have died on the USS Salem throughout the years, including 400. men, women, and children. Today, the Grand Historic Ship is preserved as Was? Sind auch Kinder gestorben? a museum in Quincy, Massachusetts. Many visitors and employees claim to have seen or heard paranormal activity while on board the ship. The ship's caretaker, Don, explains to the group of investigators that one very active spirit on the USS Salem is that of an older sailor who they refer to as Chief. And this is, I think, where the chief hangs. The chief is an entity that is often encountered on the ship. Wird wohl ein Kapitän sein oder sowas, oder? Irgendjemand, der was zu sagen hatte. Out. You think the chief is here? Well, I think the chief hangs out in here. Okay. So you would say that like chief is the authoritative I figure? would say the chief is the guardian of the ship. The chief The Guardian of the Ship. Okay, gut. Also doch ein älterer Typ. Sehr wahrscheinlich. Okay, die sind alle alt in dem Bild. Gut, zeig mal. is the man who is concerned with people disrespecting the ship and things of that nature. And when the pandemic first started and I started working at home, I let my hair was longer than yours. Von einmal, es kommt zu Gesicht hier. I mean, it was down to like the middle of my back. And every time I came aboard, the chief would yank my hair. Oh man!
damn it! Was hat er gesagt? Der Chief oder der Geist? Every time I came aboard. Heißt das jedes Mal, wenn ich an Bord kam oder von Bord ging? Hat dieser Geist auf jeden Fall an seinen Haaren gezogen. So habe ich es verstanden. The guys decide to do an EVP session to try to communicate with the ghost known as the Chief. The recorder captures some very disturbing responses. Na, zeig mal. Can you speak into this device in my hand with the blinking red light? That's what I was just doing right after I just got holding it. We are a what? We are something clear as day. We are there. Das habe ich gehört. Yeah. That's so vocal too. Yeah. Dude, we are. Oh, Ben, we are crazy as ever. What is that last word? It's 2 syllables. Yeah. We are. We Yeah, are alive. We are something. Do we just sit there and try it one more time? Yeah. Ja, setzt euch hin. Setzt euch hin und versucht es nochmal. Okay, yeah, let's bring it back. All right, I'm gonna do it again. We heard you say we are something. We can't understand you. Can you repeat yourself? We are what? Can the chief come down here and talk to us? Oh Gott, nicht Chief rufen. Chief, if you're here watching us, can you tell us your name? Can you repeat yourself? We are what? Is there anyone here with us in the surgical room? Oh my god, it did it again. Oh, Gänsehaut. Das Ding schreit hinein. Oh, bitte, ich will mehr sehen. Ich will mehr sehen. Ich will nicht nur Sachen hören. Ich will mehr sehen. Komm, zeig dich. Zeig dich, Chief. Bro, Bruder, der ist wütend. Like if this is Every question. Get off. Oh my god. Bro, I don't want to film. Oh my god. Oh, we got some. Yeah? Yeah, I just gotta show you this. I'm never one to like show off evidence to like people until like we leave, but like I just want to show you this. Yeah, we want like the raw reaction to this. Yeah, we've heard that before. You've heard them get pissed off like this before? Die kennen das Group schon. believes that they might have made contact with the entity known as the Chief, and it seems that they have really pissed him off. Oh, der muss wütend sein, dieser Geist. Stell dir vor, du sitzt gerade auf deinem Bett, in deinem Zimmer, auf deiner Couch, wo auch immer. Du schaust mir zu und neben dir, du siehst es nicht, in der spirituellen Welt, in der anderen Welt, steht irgendein Mongo, der vor 200 Jahren gestorben ist und schreit dich an oder macht sonst was mit dir. Stell dir das mal vor. Das muss ja abartig sein. Wie ist es dann, wenn wir mal sterben? Und wir sind in der anderen Welt, wir sehen alles, was die Menschen um uns herum machen, aber die Menschen sehen uns nicht. Schreien wir sie dann auch an? Oder machen sonstige Dinge mit ihnen? Oder, Fragen über Fragen. Das ist echt creepy und faszinierend zeitgleich. Next, they investigate the mess hall, a large room that is said to be where the Chief appears the most. Okay, der Chief Using an erscheint oft da. device and an EVP recorder, the group questions the spirits that haunt the ship. And this is when things get downright creepy. Gut, sie stellen wieder Who's Fragen. following us here? Wer folgt uns hierher? And why are you screaming? Und wieso schreist du? Helpless. Helpless. They're helpless. Oh, we're helpless. Hilflos? Way worse. Oh, warte, er hat auf seine Haare gegriffen. Und der Führer, es klingt schon wieder so ein falsches Wort, der Typ, der diese Führung organisiert, hat gemeint, dass der Chief an seinen Haaren zieht. Und jetzt hat der Typ das gleiche erlebt. Oder er simuliert es. I literally just felt my hair get. He said every time he came out here, he got his hair pulled when he had long hair. My hair was longer than yours. I mean, it was down to like the middle of my back. And every time I came aboard, the chief would yank my hair. Okay, okay, also doch. But I felt it. Holy shit. That one would have got it. Yeah, we'll mind you. Oh, good point. Flashlight's on. Helpless. Helpless. They're helpless. Oh, we're helpless. Tatsächlich, das Ding hat wirklich an seinen Haaren gezogen, Mann. Und das scheint mir nicht präpariert zu sein. Das hat man ganz eindeutig gesehen. Komm nochmal.
Zeig näher. Just like what happened to the ship's caretaker Don, something seems to touch Seth's hair. Tatsächlich. Bruder, Gänsevorhaut. Oh, von meiner Vorhaut bis zu meinen Armen. But that's not all they captured. That's not all? Now, before this next clip, it should be mentioned that the ghost of a young girl and her mother are also said to haunt the USS Salem. Oh. When the explorers review their footage, it seems like they might have encountered one of these spirits without even knowing. Maybe we should. Eine Frau und ihre Tochter sind ebenfalls als Geister hier. Alice. Alice? Alice? Alice. Woman's name, right after we heard a woman's voice. Hat man was gesehen? Nein. If you watch closely, you can see a figure that looks like a girl in a long skirt walking in the background. Wo? Alice. Wo? Alice? Alice? Alice. Woman's name, right Tatsächlich? Aber das war wirklich schnell. after we heard a woman's voice. Alice? Alice? Alice. Woman's name, right Bruder, das ist geil. Ich habe am Anfang tatsächlich gedacht, dass es gefaked ist, weil diese Schreie auf diesem Recorder kann man faken. Du kannst das einfach alles pre-recorden und deine Fragen so gut einstudieren, dass sobald die Kamera an ist, dass du sie ident stellst. Das könnte man alles faken. Da war ich noch skeptisch am Anfang. Aber jetzt, mittlerweile, das, was die auf Video, was die auf Video aufgenommen haben, das ist creepy und es gefällt mir. after we heard a woman's voice. So did the group make contact with the chief? Or, well, did the chief make contact with Seth? And is this the ghost of one of the women who haunt the ship? I leave it up to you to decide. Oh, You yeah. can watch this entire investigation over on the YouTube channels Seth and Chase, Exploring with Josh, and Haunted Nights. Oh ja. The Waiting Room. The Waiting Room. Trixie Joy Velasco from Davao, Philippines is in the hospital giving birth to her daughter, while her fiancé Dave is waiting in an empty hospital ward nearby. Also seine Frau oder seine Freundin ist gerade am Gebären und der Typ, ihr Freund, ihr Mann, was auch immer, ist in einem Warteraum. Erster Gedanke, den ich habe, ist, ich hätte auch gern ein Kind. Ich wäre auch gern Papa. Zweiter Gedanke ist, zeig mal, was hier passiert. Ich will Geister sehen. While waiting, he sees something that sends a chill down his spine. Was sieht er jetzt? Was ist das für eine Sprache? Das stimmt! There's no one in the room, but as Dave looks under the bed, two legs can be seen standing at the other side of the room. He looks up, and again, there's no one there. Dave is pretty freaked out. So did he accidentally capture evidence of the paranormal? Das könnte aber auch tatsächlich eine Person sein, die sich so richtig schnell duckt. Nur, was würde einen Menschen dazu bringen, sowas zu faken? In einem Spital vor allem, während die eigene Frau gebärt. Es ist schwierig. Or just who or what do these legs belong to? Oh. Playtime is over. Playtime is over. Lorelai Gonzalez from La Paz, Uruguay says that the 10-year-old daughter of one of Lorelai González. Wir sind wieder irgendwo bei den Latinos, oder? her family members recorded a very creepy video while she was playing in her bedroom. The young girl is proudly showing off her brand new kitchen playset to the camera when suddenly she gets the scare of a lifetime. Oh nein, die Puppe bewegt sich. Ich hasse Puppen. Direkt verbrennen, draufpullern, draufkacken, alles. Dann wegschmeißen, dann zerstückeln, in eine Müllpresse rein, rausnehmen, nochmal draufpullern. Einfach, ich hasse Puppen. Dos tenedores así, uno rosita, igual que el cuchillo que mostré al principio, no sé si lo mostré al principio, y este tenedor Blick auf die Puppe. amarillo. Blick auf die Puppe. Se me está cayendo todo. Perdón, se me está cayendo todo. Dos cuchillos amarillos iguales. Ja, komm. Tengo esta tacita rosita y Süß, aber... esta tacita Oh mein Gott. como fucsia. Huevo
hat das nicht mal gemerkt. Mann, ihre Reaktion ist einzigartig. Dieses Video ist safe, nicht fake. Safe. Das war genial. Das war, Bruder, ich hasse Puppen. A creepy little doll seems to push over a plastic cup. The girl is a little confused but shrugs it off and continues showing her playset. Ja. Then the doll's arm lifts up and falls back down. Schau, wie sie in die Kamera guckt. Schau, wie sie in die Kamera guckt. Die realisiert gerade, was hier passiert. Das ist einzigartig, das ist genial. All on its own. The girl makes a run for it, flipping her camera and yelling for Mama. According Oh, Mann, welche Papa direkt beschützt. Ich habe immer diese Papa-Gefühle bei solchen Videos. Und diese Puppe hätte ich danach verbrannt. to Lorelei, the video was recorded years ago and the girl is now 14 years old. But she is still freaked out by this whole incident. Ah, Mann, dieses They have Gesicht. no idea how the doll could have moved by itself, so this creepy recording remains a mystery to this day. Oh Gott. ¿Sí? Off the wall. Off the wall. 6 months Nummer 2. ago, Reddit user AMRV5 moved into an old apartment along with her 2 roommates. Since then, posters, pictures, and basically anything they hang on their walls will frequently just fall to the floor for Gut, die sind zu dritt eingezogen. Mit ihren Freundinnen. Freunden. Und was sagt der? Gemälde, Bilder und Poster fallen von der Wand runter oder werden runtergerissen. unknown reasons. This has happened so often that the 3 roommates are starting to get a bit freaked out. One night, Reddit user AMRV5 is all alone in her apartment. Nein, nicht alleine. Something happens that is truly bizarre. Nicht alleine. Gut, das Licht ist wenigstens an, das ist einziger Trost. Seht ihr? Wenn das ein Erdbeben wäre, müsste der Rest hier auch vibrieren. Und wackeln. Und der Sessel geht jetzt auch ab. What the A picture frame on the wall rocks back and forth on its own. Then the desk chair slowly moves to face her. The video cuts out there because der Geist so. Der Geist so im Sessel so. Das an der Wand mit dem Bild. Das war ich. Und jetzt lauf, B. Reddit user AMRV5 is so terrified that she hurries off to the kitchen to wait for her roommates to come home. In der Küche wartet Now, die after Alte? posting her video to Reddit, shocked viewers ask if there might be a more logical explanation. For example, maybe the air vent above the picture is simply causing a draft. Nein, So nein, AMRV5 explains that her thermostat is set to turn the heat on at around 4 p.m. every day, and that this could possibly cause an air current. So the next day, just before 4 p.m., she grabs her phone and records the vent. This is our vent test. We've about Was ist Air Vent? Warte kurz, das muss ich jetzt auch googeln, bevor ich hier irgendeinen Blödsinn laber. Air Vent. Luftwind. Okay, gut. Ich übersetze es falsch. Auf jeden Fall dieses Ding da oben, wo die Luft reingeht. Ich habe sowas nicht in meiner Wohnung, ich habe keine Ahnung. Oder ist es die Klima, die dann quasi irgendwo anders aktiviert wird und da kommt dann die kalte Luft rein oder warme Luft rein. Sie hat versucht, das damit zu erklären, jeden Tag um 4 Uhr in der Früh oder in der Nacht oder zum Mittag, keine Ahnung, zum Mittag, am Nachmittag aktiviert sich dieses Ding und sie hat das damit versucht zu erklären, dass sobald sich dieses Ding aktiviert, quasi ein Luftzug durch die Wohnung geht und deswegen die Bilder sich bewegen und der Sessel. Sie hat versucht, logisch an die Sache ranzugehen. Gut, mal gucken, ne, was hier weiter passiert. a minute until the heat's supposed to cycle on. Okay, um we're gonna see if 21 that does Uhr. anything, Sie testet das. to move the picture frame. Gut, sie versucht das logisch zu erklären. Sie testet das gerade. Es hat das Ding wahrscheinlich eingeschalten und wartet es ab, dass sich der Blödsinn hier bewegt.
What the fuck? What the fuck? Ein Schuh nur. Wo ist der andere Schuh? Der ist gut. Das kann kein Durchzug sein. Oh, es ist runtergefallen. Dieses Lachen, das war das war nicht so ein Lachen wie, das ist fake. Und ich lache jetzt einfach mal so. Das war dieses nervöse Lachen. Sie packt's gerade nicht. He did not come on yet. While waiting for the heat to come on, there's a loud bang at the door. When AMRV5 goes to check it out, she finds that a shoe has fallen down the steps. Oh ja. But then, another loud bang. This time from inside. Und habt ihr gesehen, jedes Mal, wenn dieses laute Geräusch ertönt ist, sprich das Bild ist runtergefallen und der Schuh wurde weggekickt, war sie erschrocken. Hat mit der Kamera so richtig gezittert. Ist für mich echt, ist für mich real. Her apartment. She hurries back in and finds that the picture frame has fallen completely off the wall. So what do you think is going on here? Could Reddit user AMRV5's apartment actually be haunted? I leave it up to you to decide. Bad vibes. Bad Vibes. Video Nummer 1. Ich hoffe, es ist gruselig. Ich hoffe, es ist gruselig, muselig. Komm. Gut. Der Typ hier im Dunkeln macht mir schon Angst. Popular Czech ghost hunter Danny Threeman from the YouTube channel TV Twix and his friend Dominic set out to investigate an old abandoned laboratory in the Czech Republic. Ooh. The building is a source of controversy and tragedy. Direkt die Ecke. Unsuspecting employees of the laboratory were forced to undergo horrible experiments to test and study dangerous chemicals. In some cases, these chemicals were fatal. Hier wurden heftige Chemikalien getestet von den Mitarbeitern. Und die führten wahrscheinlich zum Tod. Now, years later, locals claim that the spirit of one of these employees still haunts the building. Bruder, mach mir doch nicht solche Angst hier. Einer dieser Mitarbeiter soll angeblich da herumspuken. And still angry. It's around 4 a.m. when Danny and Dominic find a room with a single bed frame, possibly a bed that belonged to one of the lab employees. They activate their REM pod device and quickly realize that something is not quite right. Já to zkusím položit na tu postel, víš co? I would try to put it on the bed. The bed is vibrating a lot. Das Bett vibriert. Und er will das Ding jetzt auf das Bett geben, okay? Postel vibruje, kde byl. Je to vidět? Ona se hejbe, kámo. Kámo, ten přístroj. Tatsächlich, das Bett vibriert, seine Mutter? Úplně... Das Bett vibriert. Das war so klar, oder? Wer von euch hat damit gerechnet, dass ich das mache? Bláznil, vole. A ono kámo vibruje celý ten rošt s tím přístrojem. Yes. Da muss mehr passieren als... Kámo, děláš Kámo, si ta prdel. postel se hejbla. Nevíte to tam vzadu? Ty píčo. To bylo mé rovně, že jo? Kámo, ona šla ke mně, vole. Kámo. Kamo. Ty král, OK, děkujeme za znamení. Takže víme, že jsi tady s náma. Máme Also danke für das Zeichen. Wir wissen, dass du mit uns bist, haben die jetzt gesagt. odejít z této místnosti pryč a nechat ti tvůj Sollen wir den Raum verlassen und dir deinen Frieden lassen? klid? Fragezeichen. Ano, zkus se nám znovu projevit. Falls ja, zeig dich. Ty král, to si děláš prdel. Da. Vole, hej. OK, děkujeme za znamení. My tedy tuto místnost opustíme. Necháme tě tady v klidu, nebudeme se ptát na další dotazy. Nevíme, kámo, co Wir werden keine Fragen mehr stellen. Okay, wir gehen jetzt raus aus dem Jdeme Raum. odsaď do prdele, Oh, Mann. kámo, to si děláš prdel, vole. Kámo. Okay. To šlo po mně, kde byl, kámo.
Ty krávo, kámo, seru na to. Seru na to. Oder nimm doch das Gerät mit. The bed frame seems to vibrate, triggering the REM pod device. Then the bed suddenly moves toward Danny. The two investigators stay calm, but when the bed aggressively slides across the room, Stell dir vor, das hätte ihn da eingequetscht zwischen der Wand und hätte ihm die Beine abgetrennt. Das wäre so richtig Final Destination-Style. they just get out of there. After gathering their courage, they decide to investigate the building's laboratory. This lab was the site of many horrible experiments and tests that were conducted on the building's employees. Okay, die sind da im Labor. Annie starts to ask questions to try to get a response from the paranormal presence in the building. For around 20 minutes or so, nothing much happens. But then things take a terrifying turn. 20 Minuten lang ist nichts Jsi tu s passiert. námi, je tady nějaká duše, která by se chtěla projevit na nějakým z těch přístrojů. Gut, er fragt gerade, ob da irgendjemand mit ihnen ist und ob dieser jemand sich zeigen möchte. Und in diesem Raum sind diese ganzen Experimente passiert. Diese ganzen schlimmen, furchtbaren Experimente mit den Chemikalien. Jsme tady jenom kvůli vám, abyste nám ukázali, tu jste a Von einmal hier so ein Gesicht. Okay, man sieht mich nicht. Moment. Also man sieht mich schon, aber man sieht nicht, wo ich ihn gezeigt habe. Von einmal hier so ein Gesicht. Von einmal, es kommt so ein Mitarbeiter. Bruder, ich will arbeiten. Bruder, verpiss dich aus meinem Zimmer. Okay, gut. Ich lasse es doch lieber hier, oder? Wer weiß, was da bei der Tür noch auf uns wartet. Who knows? So. pak se samozřejmě zeptáme na nějaké otázky, proč tu jste, ale jako upřímně nevím, přijeme, že už tady jsme asi Eine halbe Stunde sind die da drin. Přístroje zatím nic. Trošku jsme to tady přeorganizovali, aby tady byla lepší energie, ale... Auf die Tür fokussieren. Okay. Co? Neřekně se hejbe, kde byl. Je to vidět na tom videu, nebo ne? Vidí. Kámo, asi jo. Já nevím, kámo. A čum? Já, jakoby, i když to jako se zkusíme jako ustabilizovat, tak stejně se to jakoby trošičku jakoby hejbe, víš? Všim si z toho? Víš? Er versucht es zu stabilisieren. Kámo. To byla ta židle teď? Jo, hej, viděli jste to lidi? Ich hab's gesehen, ja? Co si to do s náma hraje, vole. Wer zum Fuck Projeď spielt se mit uns? nám, jestli si tady dotkni se těch přístrojů, nicht něco, rufen. s něčím pohnout, něco posunout. Versuch noch was zu bewegen. Kámo, ta židle zase, vole. Kámo. Oh Gott, Gänsevorhat. Kámo, já bych šel do toho radši dál, Já vole, víš taky, co? vole. Kámo, čekuj. Er vibriert. Já jste vidět lidi, a ta židle se fucking klá, kde byl. Jde to vidět, kámo. Kámo, vem tu kameru a natoč to zblízka. Já to přiblížím, kámo. Je nebo vidět, že fakt nikdo nic s ničím neděláme. Er geht voll chillig daran vorbei, so als wäre Kámo, nichts. to je nějaký, vole, nějaký loophole, nebo... Já nechápu, jako, jak si to může takhle hrát. Das Ding vibriert wie das Bett. Wow, okay. Ale ty přístroje nic, vole, že? A metal chain swings back and forth by itself. A chair moves and vibrates much like the bed frame they discovered earlier. But did you see it? Was did you see it? Ich hab Most nichts gesehen. terrifying of all, the strange translucent figure of a woman in a dress seems to walk across the hallway. Oh Gott. Ich hab gewusst, da wird was bei der Tür passieren. Und meine Augen sind wieder voll mit Tränen. Oh Mann. Oh. Sag nicht, die haben ein Experiment an irgendeiner Frau durchgeführt. Wieso hat die ein rotes Kleid an? Oh. The TV Twix team doesn't realize what their camera has captured, and even though they're freaked out by the bizarre movement of the chair, they continue to investigate, moving to a new location with an absolutely gruesome past. Was ist da The passiert? incubator room. Incubator room. According to local legend, a man was tied up and tortured to death in the back of this room. Wieso war das ein Labor? What the fuck? Und da ist jemand gefesselt worden und bis zum Tode gefoltert worden? Was zur Hölle war das für ein Labor, Mann? What the fuck? Wahrscheinlich irgend so ein Mitarbeiter. Bruder, ich habe ein Experiment durchgeführt. Ich habe eine neue Substanz entdeckt. Ich gehe mal zu meinem Chef und frage um Gehaltserhöhung. Ey, yo, Chef, ich habe eine neue Substanz herausgefunden. Mach mal 200 Euro mehr locker, Bruder. Der Chef so, nein. Nein. Security, ab mit ihm in den Incubator Room, fesselt ihn, foltert ihn. Mich fragt hier niemand nach einer Gehaltserhöhung. Arschloch. 200 Euro mehr in meiner Tasche. So,
So ein richtiger Chef-Move, oder? Aber nein, jetzt mal ohne Spaß. Wieso macht man sowas? Wieso macht man sowas? Room. As Danny is telling the story, things start to get weird. Tím, že vlastně ho přivázali, lynčovali jako svině, tamhle v tom zadním inkubátoru ho prostě normálně zavřeli, jo. Okay, das Ding geht A to je dann. možná ta duše, protože když jsem o tom zrovna mluvil, jako že ho zavřeli, tak se nám to projevilo jako že asi ano. Bruder, er vermutet, dass es der Geist ist von dem Typen, der hier gefoltert und getötet wurde. Da geht die Tür leicht auf. Kámo, ty dveře toho inkubátoru, jak kde byl? Nevíte to? Aber die sind noch zu ruhig. Wieso sind die so ruhig? To si děláš prdel. Entweder haben die riesige Eier. Jede ten rempot. To si děláš prdel. Entweder haben die riesige Eier, Co oder... to tady děje, ty vole? Co bylo? Kámo, nevím, mně přijde, vole, že ten rempot jakoby furt zvyšoval teplotu. Vzadu mi přijde, že se hejbe, kámo, to lano, vole. Wie... Das Seil dort bewegt sich? Ne, možná už mám, kámo, fakt halucinace. Ne, fakt kámo se hejbe asi, ale... Myslíš? Geht die Tür jetzt weiter auf? Ty dveře, Kámo, já pečím, vole. Kámo, to si děláš prdel pryč odsaď. Kámo. Já zkusím, vole, z toho equipu ještě vyndat jeden Von einmal ein Gesicht. Und schon wieder ein Sessel. Und schon wieder ein Sessel. Kámo, já už jdu do prdele. Takže jde se pohlat, teď viděl jsi to? Jo, viděl jsem to, kámo. Ty Hej, já už jdu do kámo, prdele. ser na to. A ty dveře ještě, Jdu kámo. ten přístroj, Jdu to, vole. kámo. Hej. Bruder, da spielt alles verrückt. Da spielt alles verrückt. Und die Tür geht zu. Oh la 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 la. Si děláš prdel, kámo, se nám ještě v životě nepodařilo zachytit tohle. The TV Twix guys have had enough. The two investigators grab their equipment and just head home. So did Danny and Dominic capture proof of the paranormal? Could this be the spirit of one of the employees that suffered horrible experiments here? Ah, Mann. Or is it all just an elaborate hoax? Ich weiß nicht, Alter. The Ghost in the Garage. Ein Extra. Nummer 11. The Ghost in the Garage. Warte. Ist es dieser Geist, den wir im vorigen Video gesehen haben, wo man den Kopf nur oben sieht? This next creepy video was reposted to the internet without a source. Allegedly, a woman named Sarah is recording a video after she notices strange activity inside her neighbor's garage. Okay, was What Neues? makes the footage so creepy is that her neighbors are not home. They're away on vacation, leaving both their home and garage completely empty. This is the video. Oh. Gut, ein Flackern. Die Nachbarn sind nicht zu Hause. Oh, was zur Hölle? Da hat man den Schatten vorbeilaufen gesehen. Gänsehaut. Oh Gott. Was zur Hölle, Mann? Oh Gott. Bruder, das ist nice. Das ist schau mal, wie schnell das Ding sich bewegt, Mann. Oh Mann. Oh. A light flickers and something seems to quickly race back and forth inside the garage. Whatever it is then stops and peeks out at her, staring right at Sarah. Stimmt, das Ding denkt sich so, Bruder. Ich habe mir geklickt, Moment. Ich habe mich so erschrocken. War voll drin. So, warte kurz, ich muss da wieder rein. Bruder, nochmal. Too fast for a normal human being. So what do you think this is? Oh Mann. Let me know. Thanks. Habt ihr das überhaupt gesehen? Hat man das gesehen? Ja, ihr habt das hier gesehen, oder? Gib dir, Mann. Dieses Ding hat gewusst, dass es beobachtet wird. Und creept einfach mal um die Ecke. Wieso machen sowas Schattenpaten und Schattentanten? Wieso? Nicer Abschluss. Nice. Thanks for watching. If you haven't already, please subscribe Ja, and turn on Mann. notifications. War mega nice. Also ganz ehrlich, hat mir heute auch gefallen. Gut, dass in der Mitte mit der Höhle das demonstriert hat, dass Menschen manchmal schlimmer sind als Geister. War nicht creepy, aber war eine Lehre. Aber auf jeden Fall
alles in allem waren sehr solide Geistervideos, habe ich nicht gekannt, sind ziemlich neu. Und ja, dann sage ich einmal Dankeschön an alle, die bis hier mit dabei waren. Danke an alle, die neu dazugekommen sind. Vergesst bitte nicht auf den Abo-Button zu drücken, einen Comment zu hinterlassen und ein Like. Ich freue mich auf jede Art der Unterstützung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt, es wird gruselig, muselig, Baby. Und ja, genau, bis dann. Peace.